Heute wird es wirklich heftig. Deshalb muss ich zum ersten Mal auf diesem Kanal warnen, dass Sie dieses Video besser nicht ansehen sollten, wenn Sie empfindlich auf Tragödien reagieren. Alle, die bleiben möchten, heiße ich herzlich willkommen auf meinem Kanal, auf dem ich über echte Verbrechen und seltsame Phänomene berichte. Wenn Ihnen das gefällt, abonnieren Sie meinen Kanal. Lassen Sie uns beginnen. Die Japaner sind seit langem für ihre Hingabe an die Arbeit bekannt. Der Begriff Karoshi, Tod durch Überarbeitung, wurde in Japan in den 70er Jahren eingeführt, um Todesfälle zu bezeichnen, die durch Erschöpfung aufgrund von übermäßiger Arbeit verursacht wurden. Ich denke, Sie haben davon gehört. Manager zwingen ihre Mitarbeiter, Aufgaben zu erledigen, die über ihre Pflichten hinausgehen, und ermutigen sie, früher als vorgesehen zur Arbeit zu kommen. Pünktliches Verlassen des Arbeitsplatzes wird hingegen missbilligt. Wenn die Fristen drängen, gilt es als völlig normal, am Arbeitsplatz zu schlafen. Trotz der negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die kollektive psychische Gesundheit der japanischen Arbeitnehmer hält sich diese ungesunde Tradition bis heute. Und wissen Sie, manchmal sagt man, dass schlechte Erfahrungen auch Erfahrungen sind. Schließlich analysiert man seine Fehler und macht weiter, wobei man das Gelernte im Hinterkopf behält. Aber manche Fehler sind so verheerend, dass man nur mit Entsetzen zusehen kann, wie alles langsam zusammenbricht. Im Jahr 1999 führte eine Kombination aus Nachlässigkeit, Unternehmensgier und völliger Missachtung der Sicherheit der Arbeitnehmer zu unvorstellbarem Leid für einen Menschen. Am Morgen des 30. September 1999 kamen der Techniker Hisashi Uchi, sein Kollege Masata Shinohara und ihr Vorgesetzter Yutaka Yokokawa zum Kernkraftwerk Tokaimura. Es war ein ganz normaler Arbeitstag. Ich bin kein Chemiker oder Physiker, aber ich werde Ihnen erklären, wie ich das verstanden habe. Eine der Anlagen des Kraftwerks war für die Aufbereitung von Uran vorgesehen. Dieses wurde anschließend zu Brennstäben verarbeitet, die in anderen Kernkraftwerken und Reaktoren verwendet wurden. Es gab kein speziell für diese Aufgabe geschultes Personal. Diese Arbeit wurde von den Technikern erledigt, die gerade Zeit hatten. Der Ablauf war streng geregelt. Was musste wann in welchen Behälter umgefüllt werden und wie lange musste alles gemischt werden? 3 Jahre vor der Tragödie änderte das Unternehmen das offizielle Verfahren so, dass die Urannitratlösung nun manuell in Edelstahlbehältern hergestellt werden konnte und nicht mehr wie zuvor, indem die Inhaltsstoffe in einen speziellen Behälter zum Auflösen gegeben wurden. Das war, gelinde gesagt, illegal und widersprach den Vorschriften der Regierung. Da die Urankonzentration jedoch immer extrem niedrig blieb, hatte diese Änderung nie zu Unfällen geführt. Als die 3 Arbeiter an diesem Tag eintrafen, lag die Fabrik bereits 2 Tage hinter dem Zeitplan für die Lieferung des Kernbrennstoffs zurück. Das Unternehmen übte Druck auf die Mitarbeiter aus, den Vorgang so schnell wie möglich abzuschließen. Deshalb änderten die Techniker den Prozess noch stärker. Jetzt bereiteten sie die Lösung nicht mehr nur von Hand in Eimern vor, sondern gossen sie direkt in den Absetzbehälter. Darüber hinaus verwendeten sie eine 7-mal höhere Urankonzentration als zulässig, um die Produktion zu beschleunigen. Und wie Sie sich vorstellen können, hatte dies tragische Folgen. Gegen 10:35 Uhr mischten Uchi und Shinohara Uranpulver in Eimern, wobei sie die zulässige Konzentration um das 7-fache überschritten. Uchi lehnte sich an den Absetzbehälter und half Shinohara, der auf einer Plattform stand und die Mischung einfüllte. Zur Veranschaulichung: Der international anerkannte Grenzwert für die Strahlensicherheit pro Person und Jahr beträgt 20 Millisievert. Die tödliche Dosis liegt bei 5000 Millisievert. Uchi erhielt in einem Moment 17.000 Millisievert Strahlung. Das ist 3-mal so viel wie die tödliche Dosis. Shinohara erhielt 10.000 und Yokokawa 3.000. Die 3 Männer rannten sofort los, konnten aber nicht weit kommen. Uchi und Shinohara verspürten sofort einen brennenden Schmerz am ganzen Körper. Ihnen wurde übel und sie bekamen Atemnot. Yokokawa spürte ebenfalls die Auswirkungen, wenn auch nicht so stark. Uchi betrat den Umkleideraum, wo er sich übergeben musste und auf dem Boden bewusstlos wurde. Die Fabrik wurde sofort evakuiert, um die Schäden zu beseitigen und eine Strahlenbelastung anderer Mitarbeiter zu verhindern. Uchi, Shinohara und Yokokawa wurden in das Nationale Institut für Strahlenforschung in Chiba gebracht. Aufgrund seines kritischen Zustands wurde Uchi jedoch schnell in das Krankenhaus der Universität Tokio verlegt, wo besser qualifiziertes Personal und modernere Geräte für seine Behandlung zur Verfügung standen.
Am Abend des 30. September traf Ouchi im Krankenhaus der Universität Tokio ein. Er wurde auf einer Trage hereingebracht und in ein Einzelzimmer auf der Intensivstation gebracht. Dort wurde er von einer Krankenschwester betreut. Sie stellte fest, dass der Mann, abgesehen von seiner geschwollenen Hand und der offenbar gerade verbrannten Haut, gut aussah. Er war wach, gesprächig und freundlich. Eine der Krankenschwestern sagte sogar, dass er ihrer Meinung nach noch am selben Tag nach Hause hätte entlassen werden können. Ohne es zu ahnen, legten sie damit den Grundstein für einen der schrecklichsten Todesfälle der Geschichte. Als die Ärzte erfuhren, dass Ouchi einen Unfall in einem Atomkraftwerk hatte, untersuchten sie sein Knochenmark, um das Problem zu finden. Was sie dabei herausfanden, versetzte sie in Schrecken. Die Ärzte erkannten, dass Ouchi kein gewöhnlicher Fall war. Der menschliche Körper besteht aus unzähligen Zellen, die sterben, aber mit der Zeit durch neue ersetzt werden. Dies wird durch die Chromosomen unseres Körpers ermöglicht, in denen der Ablauf des Regenerationsprozesses festgeschrieben ist. Wenn die Chromosomen nicht funktionieren, kann der Mensch einfach nicht überleben. Ouchis Chromosomen waren durch die Strahlenexplosion so stark beschädigt, dass ihre Proben wie Suppe aussahen. Einige von ihnen zerbrachen wie Glas in Stücke, flogen in alle Richtungen und waren kaum zu identifizieren. Einige waren abnormal miteinander verwachsen. Es gab einfach keine Blaupausen mehr für die Replikation und Wiederherstellung der Zellen, und die Chromosomen waren unbrauchbar geworden. Die Ärzte konnten einfach nicht glauben, was sie sahen. Wenn die Schäden so schwerwiegend waren, warum sah Ouchi dann laut den Krankenschwestern gesund aus und war in bester Stimmung? Nun, die Ärzte waren sich einig, dass sich der Mann in einem Geisterzustand befand, einer Phase der Gesundheit, die je nach Reaktion des Körpers auf die Strahlenvergiftung mehrere Stunden bis zu mehreren Tagen dauern kann. Vor der Explosion waren Hisashis Zellen noch funktionsfähig. Daher war die Gesundheit, die er bei seiner Ankunft im Krankenhaus zeigte, nur von kurzer Dauer. Sobald sich die Strahlenvergiftung bemerkbar machen würde, würde sich alles ändern. Einfach ausgedrückt war er eine Zeitbombe, und sein schreckliches Leiden stand kurz bevor. Neben dem Verlust der Chromosomenfunktionalität sank der Leukozytenwert des Mannes gefährlich ab, was ihn extrem anfällig für Infektionen und Krankheiten machte. Um die Situation zu verbessern, ordnete der behandelnde Chefarzt Dr. Katsuhiko Maekawa an, ihn in einen sterilen Raum zu verlegen, wo er ständig vor äußeren Krankheitserregern und Bakterien geschützt sein würde. Nachdem die Möglichkeit einer Infektion ausgeschlossen war, erkannte Dr. Maekawa, um dem Patienten eine Überlebenschance zu geben, musste sein Körper mit gesunden Chromosomen versorgt werden, die seinen Körper dazu bringen konnten, wieder Zellen zu produzieren und sich zu regenerieren. Daraufhin entschied er sich, eine experimentelle Krebsbehandlung auszuprobieren, die als Transplantation hämatopoetischer Stammzellen bezeichnet wird. Dazu mussten einem Spender gesunde Knochenmarkszellen entnommen werden, die dann Ouchi transplantiert werden sollten. Die gesunden Zellen würden in sein Knochenmark gelangen und ihm im Idealfall ermöglichen, wieder eigene gesunde Zellen zu produzieren. Die einzige Einschränkung bei dieser damals hochmodernen Behandlungsmethode war, dass der Spender immunologisch kompatibel sein musste. Glücklicherweise hatte Hisashi eine Schwester, die von den Ärzten als geeignet eingestuft wurde, und die Operation konnte durchgeführt werden. Die Familie war besorgt, dass Ouchi der weltweit erste Patient war, der eine solche Behandlung erhielt. Da Dr. Maekawa genau wusste, welchen Schaden die Strahlung seinem Körper zugefügt hatte, sorgte er dafür, dass die Familie ihn täglich sehen konnte. Er wusste, dass falsche Hoffnungen die ohnehin schon schwierige Situation noch verschlimmern würden und wollte, dass seine Familie die Veränderungen sah und sich im Voraus auf das Schlimmste einstellte. Der Mann selbst schien die Schwere seiner Lage nicht zu begreifen. Eine der Krankenschwestern bemerkte, dass er einmal fragte: „Ich dachte, ich könnte in etwa einem Monat aus dem Krankenhaus entlassen werden, aber es wird länger dauern, nicht wahr?“ Später fragte er nach seiner Bestrahlung: „Wenn man einer solchen Strahlung ausgesetzt ist, besteht dann das Risiko, an Leukämie oder etwas anderem zu erkranken?“ Ouchi wusste nicht, dass er einfach nicht genug Zeit haben würde, um Leukämie zu entwickeln. Mit der Zeit traten auch körperliche Symptome der Strahlenvergiftung auf. Ouchis Haut verlor ihre Elastizität und begann sich abzuschälen. Die Ärzte stellten fest, dass sich beim Entfernen des medizinischen Klebebands große Hautstücke ablösten, weshalb sie darauf verzichteten und gar nichts mehr auf seinen Körper klebten. Später füllten sich seine Lungen mit Flüssigkeit und er hatte Schwierigkeiten zu atmen.
Zu diesem Zeitpunkt fiel ihm bereits das Bewegen und sogar das Sprechen schwer. Sein Lebenswille schien jedoch ungebrochen. Er lächelte weiterhin und sagte zu seiner Frau: „Ich liebe dich“, was laut den Krankenschwestern sehr bewegend war. Bald, als sich ständig Flüssigkeit in seinen Lungen ansammelte, verlor Ochi endgültig die Fähigkeit zu atmen. Daraufhin beschlossen die Ärzte, ihn an ein Beatmungsgerät anzuschließen. Außerdem wurde eine Endoskopie durchgeführt, die ergab, dass die Darmschleimhaut abgestorben war und sich ablöste. Die Schleimhaut, eine Oberfläche, die für die Aufnahme, Verdauung und sogar den Schutz vor mikrobiellen Infektionen sehr wichtig ist. Ohne sie kann der Mensch weder Nährstoffe aus der Nahrung aufnehmen, noch Wasser aufnehmen. Letztendlich kann ein solcher Verlust von Flüssigkeit und Nährstoffen zu Dehydrierung oder Hunger führen und schließlich zum Tod. Aber wie sich herausstellte, wäre der Tod viel besser gewesen als das, was Ochi in den nächsten Tagen durchmachen musste. Um herauszufinden, was schiefgelaufen war, führte Dr. Maekawa einen weiteren Test durch. Er fand heraus, dass die gesunden Chromosomen, die ihm transplantiert worden waren, nun ebenfalls durch die Strahlung in seinem Körper beschädigt waren. Trotz aller Bemühungen war sein Körper durch die Strahlenexplosion zu stark geschädigt, sodass selbst die gesunden transplantierten Zellen davon betroffen waren. Das bedeutete, dass Ochi wieder am Anfang stand. Dr. Maekawa war verzweifelt, denn er wusste, dass er diese schreckliche Nachricht seiner Familie überbringen musste, die gerade erst wieder Hoffnung geschöpft hatte. In der Zwischenzeit bekam Ochi Probleme mit seinem Magen-Darm-Trakt. Er verlor die Kontrolle über seinen Darm und litt unter rund um die Uhr auftretendem Durchfall. Außerdem verursachte die abgelöste Darmschleimhaut innere Blutungen. Er verlor schnell viel Blut, sodass Dr. Maekawa ihm Transfusionen verabreichen musste. Stellen Sie sich das einmal vor, manchmal sogar bis zu 10-mal am Tag. Unter diesen Umständen wurde ihm ständig Fentanyl verabreicht, um die Schmerzen zu lindern. Aber seine Haut und sein Fleisch waren weiterhin mit Blasen bedeckt und schälten sich ab, sodass sein Körper keine Flüssigkeit mehr speichern konnte. Er drohte vollständig zu dehydrieren. Berichten zufolge verlor der Mann 8 bis 10 Liter Flüssigkeit pro Tag, die ihm über eine Infusion zugeführt werden musste. Um die verbliebenen Hautschichten zu erhalten, wickelte das medizinische Personal fast seinen gesamten Körper mit medizinischer Gaze ein, in der Hoffnung, dass dies die Haut an Ort und Stelle halten und gleichzeitig helfen würde, Flüssigkeit zu speichern. Aber das half nicht. Die Bandagen waren bereits nach wenigen Stunden vollständig mit Blut durchtränkt. Der Flüssigkeitsverlust war so stark, dass die Ärzte die Menge messen mussten, um zu wissen, wie viel zurückgepumpt werden musste. Zu diesem Zeitpunkt war Ochi bereits hoffnungslos. Eine Krankenschwester schrieb seine Worte auf: „Nicht mehr, ich gehe nach Hause, bitte hören Sie auf." Es wird berichtet, dass Ochi im Delirium nach seiner Mutter rief. Da seine Haut ihre Elastizität verloren hatte, konnte er seine Augenlider nicht mehr schließen. Und angeblich weinte er Blut. Wegen der starken Schmerzen bekam er hohe Dosen verschiedener Medikamente, damit er einschlafen konnte und weniger litt. Dr. Maekawa sprach mit Ochis Familie und teilte ihnen mit, dass sich sein Zustand kaum verbessern würde und höchstwahrscheinlich nur noch verschlechtern würde. Die Familie bat ihn, alles zu tun, um Ochis Leben zu retten. Aber das Einzige, was er versuchen konnte, war eine massive Hauttransplantation mit in einem Labor gezüchteter Haut. Dr. Maekawa hoffte, dass die Haut, wenn sie anwachsen würde, Flüssigkeit zurückhalten und Zeit gewinnen würde, um andere Möglichkeiten zu finden, ihm zu helfen. Leider wuchs die Haut aufgrund des enormen Flüssigkeitsverlusts durch die offenen Körperstellen nicht an und fiel schnell ab. 2 Monate waren seit Ochis Einlieferung ins Krankenhaus vergangen. Er erhielt wiederholt Bluttransfusionen, Hauttransplantationen und Stammzelltransplantationen. Er wurde künstlich beatmet. Seine Haut verfaulte, seine Augen konnten sich nicht einmal im Schlaf schließen, weil er keine Augenlider hatte. Aus seinem Darm floss Blut und er hatte ständig brennende Schmerzen. Aber er lebte. Der massive Blutverlust und die ständigen Bluttransfusionen hatten einen sekundären Effekt. Ochis Herz schlug mit einer Frequenz von über 120 Schlägen pro Minute, wie bei einem Marathonlauf. Die Belastung für den Herzmuskel war einfach katastrophal. Und dann blieb es stehen. Die Ärzte hatten keine Anweisung, ihn nicht wiederzubeleben, also waren sie einfach verpflichtet, alles zu tun, um ihn wieder zum Leben zu erwecken. Sie führten schnell eine Herzmassage durch und sein Herz begann wieder zu schlagen. Aber dann blieb es wieder stehen.
Das Team verabreichte ihm Herzmedikamente, und nach dreimaligem Stillstand und Neustart kehrte das Herz zu einem gleichmäßigen, aber sehr schnellen Schlag zurück. Der Stillstand und Neustart des Herzens wirkten sich negativ auf die Gehirn- und Nierenfunktion von Uchi aus. Die allgemeine Funktion seiner Organe begann nachzulassen. Als seine Familie ihn besuchte, erkannte er sie nicht einmal, und wahrscheinlich verstand er überhaupt nichts mehr. Zu diesem Zeitpunkt hing sein Überleben vollständig von medizinischen Geräten ab. Uchis Immunzellen wurden abnormal und griffen seine verbliebenen gesunden Leukozyten an. Innerhalb kurzer Zeit hatte er keine mehr, und selbst eine gewöhnliche Erkältung hätte ihn innerhalb weniger Stunden töten können. In der 81. Nacht nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus versammelte Dr. Maekawa die Familienangehörigen und teilte ihnen mit, dass Hisashi Uchi nicht mehr zu retten sei und dass sein Herz, sollte es wieder stehen bleiben, nicht wiederbelebt werden solle. Die Familie stimmte zu und unterzeichnete eine Verfügung gegen Wiederbelebungsmaßnahmen, in der Hoffnung, ihm weiteres Leiden zu ersparen. Und so kam es, dass am 83. Tag dieses Albtraums das Herz von Hisashi Uchi aufhörte zu schlagen. Er war tot. Es ist schwer zu sagen, wer in dieser Geschichte die Schuld trägt. Natürlich liegt die Hauptschuld bei der Fabrik, in der Uchi gearbeitet hat. Aber sollte man den Ärzten Vorwürfe machen, die alle Mittel eingesetzt haben, um ihn zu retten? Oder seiner Familie, die von seiner Genesung geträumt und sich an jeden Strohhalm geklammert hat? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines: Niemand hat so etwas verdient. Und je mehr Menschen davon erfahren, desto weniger wird es in Zukunft solche Fälle geben. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.